In dem Video geht es nicht nur um die Überholung eines Werkzeugs, mit dem ich sehr, sehr viel verbinde. Es geht auch darum, was der Leatherman mit meinem Kanal zu tun hat, warum ich ihn so betreibe, wie ich es mache. Maskiert. Eines vorneweg, das liegt nicht daran, dass ich eine krumme Nase oder ein Triefauge habe. Habe ich nicht, ehrlich. Willkommen bei Toolsinnig. Mein erster echter Berufswunsch war Tontechniker. Es gab vom Bayerischen Rundfunk damals einige Schulen, für deren Aufnahme eine abgeschlossene Ausbildung im Elektrikbereich Voraussetzung war. Ich habe mir dann gedacht, dass mir der klassische Elektriker dafür wahrscheinlich weniger bringt als etwas Elektroniklastigeres. Also habe ich eine Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker angefangen. Gut ein halbes Jahr vor meiner Gesellenprüfung hat der BR dann beschlossen, die Schulen dicht zu machen, und kurz darauf stand ich dann mit einem Gesellenbrief da, der mich im Grunde nie interessiert hat und nur Mittel zum Zweck war. Blöd. Während der Ausbildung habe ich aber bereits im kleinen Rahmen als Roadier am Wochenende Tonnen von Bühnenausrüstung geschleppt und erste Erfahrungen in der Musikszene sammeln können. Der anschließende Zivildienst hat mir dann nochmal einiges an Zeit verschafft, tiefer in die Branche einzusteigen, und zum Ende hin war ich dann auch Teil einer festen Crew. Und wenn da mal nichts zu tun war, war ich bei einem Verleih für Beschallungsanlagen in der Heuer. Unter Roadies gab es 3 Statussymbole: eine Maglite-Taschenlampe, ein Leatherman und eine Packung Hallo-Wach Koffeintabletten im Handschuhfach. Ich hatte noch keine Vorstellung, wie nützlich die 3 Sachen wirklich waren, habe sie mir aber mal besorgt. Zeitsprung ins Jahr 2025. Als jemand, der schon gerne immer viel gebaut, gebastelt und seit einigen Jahren auch renoviert und ausgebaut hat, war die YouTube-Heimwerker-Ecke natürlich etwas, aus der ich ultra viele Infos ziehen konnte und die mich gleichzeitig auch noch nett unterhalten hat. Aber irgendwas hat sich verändert, und da kam ich mir als Zuschauer leider immer öfter bevormundet als beraten vor. Bau dies, mach das auf keinen Fall, kauf dies, du musst. Ja, nee, einen Scheiß muss ich. Das soll jetzt kein Vorwurf oder Bashing sein, das soll jeder machen, wie er es für richtig hält, aber mir ging das irgendwann richtig auf den Keks. Und ich habe Anfang Oktober 2025 beschlossen, einen Kanal zu eröffnen, der so ziemlich genau das Gegenteil davon sein sollte. Dazu gehörte für mich dann aber auch jede Chance auf, und da übertreibe ich jetzt bewusst sehr, Personenkult kategorisch auszuklammern und das Ganze gesichtslos aufzuziehen. Es sollte um die Sache gehen und nicht um mich. Das ist jetzt in der Maker-, DIY-, Heimwerker-Richtung nichts Ungewöhnliches, zumindest international. Im deutschsprachigen Raum schon eher, was ja auch durchaus den Grund haben kann, dass es einfach niemand sehen will, wer weiß. Durch meine erste große Hobbyliebe, die Musik, kam ich dann darauf, das mit einer Art Kunstfigur zu kombinieren. Bands wie Kiss, Slipknot und vor allem Daft Punk waren da ausschlaggebende Inspirationen. Ich fand den Gedanken schon immer fast surreal cool, dass die beiden von Daft Punk morgens neben einem beim Bäcker stehen können und kein Mensch kriegt es mit. Bitte nicht falsch verstehen, ich vergleiche da jetzt auch keinen möchtegern Zukunftstoolsinnig damit, aber das Prinzip fand ich einfach wahnsinnig faszinierend. So wurde die Idee von gesichtslos, aber irgendwie auch nicht geboren. Ich möchte nach wie vor auch dazu anregen, mit dem Selbermachen anzufangen oder Leute inspirieren, vielleicht mehr in der Richtung zu machen und nicht eingeschüchtert von zig 10.000 Euro teuren Werkstätten zu sein. So eine maskierte Person, die da vor sich hinstümpert und im besten Fall auch noch irgendwas zusammenbringt, kann ja quasi ein bisschen metaphilosophisch gesehen halt auch jeder oder jede sein. Die Figur ist damit quasi nur Stellvertreter oder Platzhalter für dich. Der Leatherman aus dem Jahr 1995 steht wie meine Oldtimer-Motorräder auch als Symbol ein bisschen gegen den Konsumwahn, der sich völlig normalisiert hat. Auch wenn ich Politik immer komplett aus meinem Kanal raushalten werde, kann ich das bei Gesellschaftskritik nicht ganz versprechen. Wir leben in Zeiten, in denen es durchaus hilfreich sein kann, wenn man einen Warenkorb selber bauen kann, statt nur Zeugs reinzuklicken, selbst wenn das Ergebnis bei weitem nicht optimal ist. Ein Schiff quer im Panama-Kanal oder die ganze Pandemienummer sollte ja zur Genüge verdeutlicht haben, wie sehr manche Systeme auf knapp genäht sind und wie schnell und umfassend sich selbstverständliche Dinge ändern können. Alles, das wir lernen, kann uns aber niemand mehr nehmen und verringert Abhängigkeiten. Deswegen bin ich jetzt kein Nostalgiker, Fortschrittsverweigerer oder irgendwie sowas in der Art, aber ab und zu kann ein Schritt zurück auch ein Schritt nach vorne sein. Ja, das sind mal so einige Gedanken, die ich mir gemacht habe, bevor ich das erste Video hochgeladen habe. Und was zwischen den Zeilen auch immer ein bisschen zu lesen oder hören sein soll.
Es soll erklären, warum ich mich nicht hinter der Maske verstecke, sondern sie im Endeffekt dir eine Bühne gibt. Apropos Bühne. Ich arbeite zwischenzeitlich nicht mehr als Ton- und Lichttechniker, weil ich nach ein paar Jahren festgestellt habe, dass es ganz schön kacke ist, wenn man immer nur am Wochenende bis tief in die Nacht arbeitet. Das war dann doch nicht das Leben, das mich erfüllt hat. Und ganz unter uns, man hat es in der Musikbranche auch zu einem wahnsinnig großen Teil mit ultra aufgeblasenen Egos zu tun. Da habe ich mir dann irgendwann auch gedacht, mach deinen Mist doch selber. Und das mache ich hier jetzt auch. Mein Mist selber. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.